Frage ist ja seit dem Sommer nicht mehr, ob die Rezession kommt, sondern wie stark die Rezession wird. Wir haben unheimlich viele Konjunkturindikatoren, die vor allem bei den Verbrauchern so niedrig sind wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir haben hohe Energiepreise, die auch weiter steigen werden, die ja erst im Winter überhaupt bei Verbrauchern und Unternehmen ankommen werden. Also wir müssen uns wirklich darauf vorbereiten, dass wir eine richtig schwere Winterrezession bekommen werden. In Deutschland, aber auch in ganz Europa. Es sieht nicht so aus, als ob wir den Höhepunkt bei der Inflationsrate schon überschritten haben. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ja die unterschiedlichsten Regierungsmaßnahmen haben, die die Inflationsraten ein bisschen verzerren. Ich gehe davon aus, dass wir zum Jahresende vielleicht doch nochmal den zweistelligen Bereich knacken werden, leider Gottes. Und dass wir erst uns langsam im Laufe des Jahres 2023 wieder nach unten bewegen werden. Ob wir die 2% zum Jahresende 2023 erreichen werden, hängt unheimlich stark davon ab, wie sich die Energie- und Rohstoffpreise im Jahr 2023 entwickeln werden. Ja, die Reaktionsfunktion der Notenbank hat sich deutlich verändert. Nicht nur die amerikanische Fed, auch die Europäische Zentralbank macht uns ja allen weiß, dass sie bereit wären, eine starke Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflationsrate nach unten zu bringen. Das erstaunt mich immer ein bisschen, denn in der Vergangenheit haben wir gelernt, dass Notenbanken überhaupt nicht die aktuelle Inflationsrate beeinflussen können, sondern die zukünftige Inflationsrate, Inflationserwartung. Aber egal, ich gehe davon aus, dass aufgrund dessen, was die EZB gesagt hat seit dem Sommer, wir im September nochmal mindestens 50 Basispunkte Zinserhöhung bekommen werden, im Oktober wahrscheinlich nochmal nachgelegt und dass dann aber die Rezession so stark sein wird, dass die EZB erstmal eine Pause bei der Normalisierung der Geldpolitik einführen muss.